Hey meine Freunde, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Lost Place Video. Ich bin heute wieder unterwegs und will mir ein ehemaliges Altenheim, eine Kirche und ja, was da noch so zu finden ist, anschauen. Bin auch direkt jetzt auch schon vor Ort. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ach so, ich bin heute nicht alleine unterwegs. Ich habe mir wieder den Lost Place Nikolaus mitgebracht. Ist wieder mit bei und ja, wir sind direkt auch schon vor dem Gebäude hier. Das ist eine ehemalige Kirche, die hier mitten im Wald scheinbar verwildert. Und genau. Ja, man sieht schon, das ist hier, ich glaube, der Kapelleneingang oder Nebeneingang. Wir müssen uns das Ganze mal anschauen. Auf jeden Fall mitten im Wald hier versteckt die Kirche, meine Freunde. Und ja. Läden hier noch unten. Genau, hier ist der Hintereingang. Altes Hemd hier noch. Alte Arbeitsjacke. Mitarbeiterspinde. Aber sonst auch nichts. Ja, und der Kapelleneingang. So, hier seht ihr nochmal das in der Nahaufnahme. So, wir gehen mal weiter in den ersten Stock, was es da noch zu sehen gibt. Der Dachboden hier einmal. Auch mit alten Materialien, Stühlen, Körbe und so weiter. Elektrik an der Seite. Und hier auch nochmal ein Nebenzimmer mit einer Couch. Und ein Tisch mit alten Tassen und Tellern. Und hier auch nochmal seitlicher Bereich, wo man rausschauen kann. So, wir haben jetzt hier noch einen Eingang nach unten gefunden und hier seht ihr einmal so eine Leichentrage von früher.
Das ist auch nochmal sehr, sehr spannend hier das Ganze. Die geht hier nach unten, ist hier mit einer Strippe befestigt und dass man sozusagen hier auch unten die Toten unterbringen kann. Und ja, jetzt sind wir genau unter der Kirche, meine Freunde. Das sind Kühlkammern hier, meinte Nikolas schon. Hier sind die Kühlkammern. Das sind nochmal Kühlkammern von früher. Ja, spooky auf jeden Fall. Krass. Sehr, sehr spannend. Aber der Rest ist mittlerweile alles schon kaputt. Mittlerweile. So, wir sind jetzt aus der Kirche wieder raus. Da hinten seht ihr sie nochmal. Ich drehe mich nochmal. Da hinten ist sie. Genau, wir gehen jetzt zum nächsten Spot und schauen mal, wie wir da jetzt hinkommen. Das war schon mal ein kleiner, cooler Einblick, muss ich sagen. Und ja, wir gehen jetzt weiter. So kommen wir jetzt zum Kraftwerk. Okay. Also wir schauen uns jetzt noch ein Kraftwerk an. Hier nochmal die Seitenansicht von der kleinen Kirche, die hier im Wald vergessen und verlassen worden ist. Das sieht echt so schnell aus. Ja, aber hier hinten können wir rein. Also wir sind jetzt hier in einem ehemaligen Altersheim soll das hier sein. Und das wollen wir uns jetzt gerade mal anschauen, wie das aussieht. Genau, da ist eine Tür. Und ja, wir gucken mal, wie so ein Altersheim mal von drinnen aussieht. Genau. So, hier sind schon mal nach beiden Richtungen lange Korridore und das scheint wie verschiedene Zimmer hier gewesen zu sein oder ja, ich denke mal Zimmern werden das hier sein. Genau, da sehen wir es auch schon. Zimmer 13. Bewohnertoilette steht hier noch drauf, also genau. Bewohnerzimmer, Zimmer 14. Ja. Und so sieht dann auch ein Zimmer hier aus. Fast wie im Krankenhaus. Da konnten die Bewohner sozusagen ihre Kleidung hinmachen und da auch kennt man natürlich immer noch vom, sage ich jetzt mal, Krankenhausstile. Sieht fast identisch aus. Genau, wir gehen mal weiter. Fäkalienraum gibt es hier auch, oh Gott. Ja, und hier sieht man natürlich auch nochmal Desinfektionsplan. Alles, was hier so für ein Altersheim, was man halt auch braucht. Zusätzlich die ganzen Zimmer. Genau. Ja, wir werden mal weiter schauen. So.
Hier seht ihr sogar noch einen alten Kronleuchter, der hier hängt. Und ja, das sind die verschiedenen Arbeitszimmer, glaube ich, von den Schwestern, will ich mal sagen. Hier steht Frau Elfriede Kurt drauf. Genau, ich denke mal, das sind wirklich von den Mitarbeiterinnen die ganzen Zimmer noch. Das ist hier ein Abstellraum. Und hier sind überall auch dieselben Zimmer, aber halt auch schon sehr, sehr viel derzeit kaputt. Und natürlich vandaliert worden. Hier ist der Haupteingang, das ist, glaube ich, der Haupteingang. Und auch wieder ein Arbeitszimmer hier. Die sind alle mit derselben Thematik, sage ich mal, oder mit demselben Mobiliar ausgestattet. Das ganze Altersheim. Das seht ihr ja selbst. Ja, jetzt schauen wir uns mal die andere Seite hier an, des Komplexes. Wir sind jetzt hier direkt auf der anderen Seite und ich drehe euch einmal, dass hier wieder derselbe Aufbau ist, aber mir scheint es fast so. Ansonsten, wie gesagt, Zimmer sehen alle gleich aus. Hier auch wieder die Lampen, die wir in den vorherigen Zimmern finden. Eine Nachtleuchte. Kleiner, also fürs Bad. Und genau, die ganzen Arbeitszimmer. Hier steht noch was. Karneval, 16. Februar, Einlass 13 Uhr. Auch wahrscheinlich hier jemand vergessen. Hier nochmal sozusagen Aufkleber. Ja, da wir natürlich jetzt hier im Sommer unterwegs sind, gehen wir jetzt hier mal die ganzen Häuser ab und die ganze Location oder der ganze Spot eher gesagt. Scheint hier auch was zum Altersheim zu sein oder Pflegeheim. Oder Nikolas, das meintest du ja auch, wa? Ich denke mal, steht zumindest auf der Seite. Hier, da drüben ist die Aula, das weiß ich. Das ist die Aula. Also da gehen wir auch nachher nochmal hin. Das ist eine alte Aula. Und ja, ich denke mal, das werden hier auch irgendwie Mitarbeiterräume sein. Oder vielleicht auch Bewohnerräume. Wir gucken uns das mal an, was hier noch so Schönes zu finden ist. Ach, hier sehen wir nochmal. Handwerk, Sozialdienstleitung, 18, 17, 17a, 14, 15. Und ja, gehen wir mal rein. So, jetzt sind wir hier im Nebenraum.
oder Nebengebäude. Also ich denke mal, das war ein Mitarbeiterraum hier gewesen. Kommt mir das alles vor, aber wie ihr seht, alles schon mittlerweile zerstört, runtergerissen und ja, kaum noch zu erkennen, was es mal war. Und viel geblieben ist letztendlich hier nicht, außer so kleine Spender, so ganz kleine Sachen, Vorhänge, wie ihr hier seht. Aber es ist leider auch schon, Natur wagt sich durch die Fenster und ja, es ist nicht mehr viel übrig von der, ich nehme es mal an, Sozialleitung, die hier mal gearbeitet hat. So, auch im ersten Obergeschoss ist nicht mehr viel vorhanden. Wir sind jetzt hier oben. Man sieht auch, dass der ganze Komplex total verwaldet ist. Zimmer Nummer 17, also ein paar kleine Details kann man hier noch erkennen. Aber nicht mehr allzu viel. Oh, hier ist noch eine coole Badewanne definitiv mit, naja cool, auf jeden Fall mit Mustern noch versehen. Die sind noch nicht kaputt geschlagen. So, wir gehen jetzt noch in den Keller, gucken, was uns da erwartet. Mal schauen, das ist der Keller hier. Ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Und Elektroanlagen definitiv. Oder was davon noch übrig ist. Was hiervon noch übrig ist. Aber sonst geht's nur raus. Und ja, das war's dann auch von dem Gebäude. Letztendlich. Nochmal hier alte Vorratsschränke und die Wasserleitungen. So Leute, wir sind jetzt hier in Aula oder Theater drin. Ist natürlich auch nochmal sehr, sehr cool im Innenraum hier zu stehen. Und ja, wir gehen jetzt gleich hier mal weiter. Ich zeige euch aber noch auf jeden Fall hier nochmal den Eingangsbereich. Ist auch nochmal sehr sehenswert. Hier ist der Eingangsbereich. Und hier ging das anscheinend mal alles rein zum Theater. Oder Theater. Ich würde es Theater bezeichnen. Und ja, hier geht das nochmal eine Etage höher. Wow, in den
Bereich, der hier oben ist. Und seht einfach selbst. Hier konnte man sitzen und die Führungen sozusagen auch genießen. Und ja, hier ist der Terrassenbereich, wo hier unten der Eingang ist. Genau, sehr, sehr sehenswert auch nochmal hier in der heutigen Lost Place Tour und sehr cool. So, wir sind jetzt hier am Kraftwerk angelangt und ja, gucken wir uns das Kraftwerk mal an. Nikolas ist schon drin und ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Das Kraftwerk. Ich bin echt gespannt, was uns da jetzt drin erwartet. Ja, sehr, sehr cool, das Ganze. Sehr, sehr cool, das ganze Kraftwerk hier. So, weiter geht's. Wow. Krass. Also was man hier alles wirklich noch findet. Sieht mir hier aus ein Parcours wie auf Call of Duty. Also, ihr seht schon, das ist hier ein richtiger kleiner Parcours oder so, wo wir jetzt hier drauf sind. Da unten ist nichts los. Also ja, der Lost Place Parcours hier. Keine Ahnung, für was das hier früher mal gedacht worden ist oder das sieht mir wie eine Paintball-Arena aus. Was? Paintball-Arena. Das haben Leute selber gebaut. Weißt du warum? Hier sind Türen aus dem Pflegeheim. An einer stehen auch noch Namen von Patienten. Ach, krass. Das ist sagenhaft, ja. Das ist mega geil gebaut. Das ist eine Paintball-Arena. Ja, sag ich ja. Und wie? So, ich gehe mal mit euch hier unten nochmal. Unten rein. Sieht mir auch aus wie eine, ja, wie Nikolas eben meinte, eine Paintball-Arena. Sozusagen eine Lost Place Paintball-Arena. Zusammengebaut mit zig Türen aus dem Altersheim. Und hier seht ihr das Ganze nochmal. In einer alten Lagerhalle. Sagenhaft. Sagenhaft. Ja, das Bild kennt man hier auch. Oder Fotos davon aus Instagram, TikTok oder wie auch immer. Das mit der Kreatur, mit dem Vorhang und ja,
Genau. Ich habe mir gerade mal den Spaß erlaubt, mich da reinzulegen. Die Fotos seht ihr dann auf Instagram. Kommt gerne mal auf meine Seite, lasst gerne ein Like oder auch da folgt mir gerne auch über Instagram oder TikTok. Genau, weiter geht's. So, wir sind jetzt hier wieder fast am Anfang. Genau. Wir schauen uns jetzt hier nochmal so ein Hochhaus, Wohnhaus an. Mal gucken, was wir da noch Schönes finden. Taschenlampe hast du? Oder? Nee, dann gehen wir da lang, oder? Taschenlampe habe ich? Nee, lass es durch den Keller, denke ich. Bunker. Oh! Ja, eine Bunkertür hier. Auch nochmal cool auf der Tour sowas zu finden. Mit einer Bunkertür. Hier auch nochmal alte Maschinen. So. Ja. Ich gehe hier gerade alles durch nochmal. Genau. Anfangen wir gleich. Oh, wir sind hier im Wohnblock oder ich will mal eher sagen, es gehört auch zum ärztlichen, ärztliches Gebäude dazu. So kommt es mir vor. Genau. Ja, hier sind auch wieder sehr, sehr viele Räume. Und halt auch ähnelt auch wieder ein Krankenhausgebäude. Hier der Empfang vielleicht. Hier der Bereich, wo die Besucher reinkommen oder Patienten eher gesagt. Und dann geht es hier in die verschiedenen Bereiche. Genau. Also leider nichts mehr Spektakuläres, muss ich sagen. Außer, wie man es bei vielen Lost Places leider schon sieht, sehr, sehr viel Vandalismus. So, dann geht es hier auch nochmal hoch. Hier sieht man noch eine Abteilung. Das habe ich gerade hier gefunden auf dem Boden. Aber ansonsten auch wieder das Stockwerk komplett zerstört und vandaliert, also ja. So, meine Freunde,
glaube, wir sind auch fast von der Tour hier am Ende. Oh cool, hier ist nochmal ein kleiner Badebereich in dem Hochhaus. Also dann scheint es ja doch irgendwie nochmal was mit Krankenhaus, alten Transportbereich, Pflegebereich zu tun haben. Also wenn man hier nochmal sozusagen ein kleines Badebecken sieht, würde ich es jetzt mal nennen. Genau, ansonsten ist, glaube ich, hier nicht mehr viel zu sehen. Genau. Ich warte mal draußen. Ja, ich komme mit. Hier sind nämlich auch wieder dieselben Gänge. Wie in den anderen Häusern. Genau. Alles ist letztendlich dasselbe. So, ich verabschiede mich von dem Lost Place Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo, einen Kommentar oder schaut auch gerne mal bei mir auf TikTok oder Instagram vorbei. Da kommt weiterer Content hierzu und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Ciao.